In diesem Video seht ihr, wie in eurem Automobil dieses Schifflenkrad durch so ein Sportlenkrad ersetzen könnt. Was ihr dabei beachten müsst und was ihr alles laut Zirkusverordnung beachten müsst, damit das Ganze legal ist. Was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, all das in diesem Video. Los geht's. Als Beispiel dient Jebat! Geht ja gut los bis jetzt. Wir zeigen das am Beispiel BMW E36, in unserem Fall F36 Ostblockfighter. In erster Linie ist wichtig, weil hat Airbag, Batterie abklemmen. Weil wenn ihr das nicht macht, kann Airbag auslösen. Wichtig ist, wenn ihr abgeklemmt habt, probiert nochmal zu starten, dass auch wirklich aus allen Kondensatoren und Co. Spannung rausgeht, damit der Kamerad auch drin bleibt. Wenn ihr Airbag habt, müsst ihr zuerst ausbauen. Normalerweise hier hinten gibt es immer Löcher. Hier ist es in dem Fall TX30 zum Rausschrauben. Eine Schraube hier, eine Schraube auf der anderen Seite und Blatt. Dann geht das Ding schon raus. Beide Stecker abziehen, der hat sich schon selbst verabschiedet. Und da oben noch. Und schon habt ihr das Teil in der Hand. Das soll angeblich Kurva sein wie Dynamit. Aber ganz ehrlich, palakische Böller hat glaube ich mehr Energie. Aber die schreiben immer, du sollst Kurva so hinlegen. Und Blatt dich dann draufsetzen. Und das ist nun erster wichtiger Schritt, wenn um Zirkusverordnung geht. Weil du kannst dich einfach aus einem Automobil Airbag ausbauen, findet Zirkus nicht immer geil, aber es gibt Ausnahmen. In unserem Fall Ostblockfighter wurde auch ohne Airbag ausgeliefert und produziert. Und zwar mit diesem Chassis. Das ermöglicht euch, auch ein Lenkrad ohne Airbag einzutragen. Ob aber Kurva genau das hier möglich ist, darauf kommen wir später. Jetzt bauen wir das Lenkrad aus, eine Zentralmutter aufmachen und dann muss Kurva rausgehen. Okay, Entschuldigung, war doch Schraube. So, Blatt, und jetzt muss man das hier so raus. Ah, ist jetzt fast vergessen. Jebat! Ganz wichtig jetzt, Kameraden, ihr müsst euch Kurva die Mitte markieren. Und zwar stellt ihr Lenkrad komplett gerade. So, Blatt, irgendwie. Bis jetzt ist es gerade, ey. Dann Kurva holt ihr euch einen Stift. Natürlich hat Palak Kurva keinen. In der Vulva gibt es aber. Kurva, ich will es doch ein Edding geben bis jetzt. Ja. Oh, Jebat. Hustensaft vergessen. Blöd. Hallo? Jebat. Darf nicht passieren, blöd. Blöd ist es auch gerade. Okay, jetzt markieren wir uns einmal die Mitte. So. Ja. Entschuldigung. Jetzt können wir den rausholen. So, einfach ziehen. In dem Fall, Kurva, ging das voll leicht ab. Normalerweise ist das ein kompletter Piste jetzt. So, jetzt haben wir hier noch Schleifkontakt. So, Lenkrad ausgebaut. So, ihr seht, Lenkrad ist ab. Sonst, Kurva, ist hier nichts mehr dran. Die Kabel kann man hier verstecken. Was es mit dem Kabel auf sich hat, kommt gleich. Das Lenkrad, Kurva, ist ein komplettes Bauteil. Hier mit Schleifring und Lenkrad halt. Jetzt kommen wir zum Tuning. Tuning-Lenkrad sieht meistens so aus. Mit Konkav, ohne Konkav. Und Blatt, wie man sieht, kann man das so nicht befestigen. Dafür gibt es diese Narbe. Bei dieser ist wichtig, dass die Verzahnung auf diese Verzahnung hier passt, Kameraden. Deswegen gibt es für jedes Automobil speziell Narben. Das Lenkrad ist meistens gleich, hat nur 6 Schrauben mit Lochkreis. Und wie man sieht, gibt es 2 verschiedene, weil es gibt mehrere Löcher. Das eine ist kleiner Kreis, großer Kreis. Wir haben einen kleinen Kreis für Mumu. Dazu gibt es Trumpka, die kommt hier rein. Und dann gibt es noch dieses Teil, damit du alles verschrauben kannst. So. Aber in unserem Fall Pochui auf Trumpka. Warum, dazu kommen wir gleich. Damit die Verzahnung und die Verzahnung jetzt und auch später Kurva gut abgeht, machen wir die erstmal sauber. Und jetzt schmieren wir das und dieses Loch mit Kupferpaste ein. Damit auch in 10 Jahren Kurva die Scheiße leicht abgeht, gell? Immer schön flutschig, muss immer schön flutschig sein. Jetzt richten wir das grob aus. Blatt, Markierung weg. Jebat. Bei Qualitätsnarbe, was Kurva die hier wohl nicht ist, gibt es Markierung für Top, nicht Top, dass man genau weiß, Kurva, wo die Mitte ist. Aber haben wir nicht, deswegen müssen wir Auge machen. Auch auf Lenksäule gibt es normalerweise schöne Markierungen, wie bei Kurva GDM. Aber BMW Kurva hat nicht. Jetzt Schraube rein. Fest. Palak empfiehlt für diese Schraube Schraubensicherung, damit euch Kurva nicht sowas passiert. Salam alaikum. Alaikum assalam.
Salam alaikum. Jetzt Lenkrad drauf, Platte drauf. Diese Platte ist eigentlich nur dazu da, um Hupe zu heben. Wenn du passende Schrauben hast für diese Schräge, kannst du auch einfach direkt drauf schrauben. Aber da wir Kurva nur solche haben, benutzen wir trotzdem die Platte. Am Ende sagt Kurva Rucksack wieder, das gefällt ihm nicht. Lenkrad fest. Und was sagt ihr? Mit dem schwarzen Ring oder ohne? Blöd, ich kann mich nicht entscheiden. Aber aktuell gibt nur die Schrauben. Also bleibt so. Beim Schleifring oder Wickelfeder ist dieses Teil hier wichtig, weil das stellt euren Blinker zurück. Wenn sich Lenkrad dreht, geht Blinker wieder aus. Wenn ihr billige Tuningnarbe habt, die sowas nicht hat, müsst ihr Kurva nachrüsten und selber bauen. Weil wie ihr seht, hat diese Tuningnarbe keine. Ob das Kurva Pflicht ist, weiß Palak nicht. Jetzt kommen wir zur Zirkusverordnung. Was ist für TÜV, MÜV wichtig? Eingebaut ist. Fällt euch was auf? Blöd. Das, Kameraden, ist schon erster Punkt. Warum ein gekrümmtes Lenkrad, was nach vorne geht, im offiziellen Straßenverkehr nicht erlaubt ist. Wenn du jetzt ganz normal am Lenkrad bist, kommst du schwierig an Scheibenwischer. Wichtig interessiert Zirkus, dass du an Blinker kommst, Kurva, um zu zeigen, ich will links, ich will rechts. Und da der Abstand hier, Kurva, so groß ist, dass du nicht mehr sicher das Kurva bewegen kannst, sagt Zirkusverordnung, TÜV für konkave, vielleicht heißt das überhaupt konkav, für rausstehende Lenkrad nicht erlaubt. Aber Kurva, natürlich hat da draußen irgendjemand einen Kollege gehabt, der Kurva ihm das eingetragen hat. Ja, gibt auch, aber wenn du in Kontrolle kommst, nehmen die dich meistens auseinander. Und dazu gibt Gerücht, dass du das nicht verbauen darfst, weil du dich hier Kurva brechen kannst. Wenn sie sich dreht, Kurva, kannst du hier reinfassen und so. Ja, ihr wisst, was Palak passiert ist. Aber Kurva, wenn ich hier reinlange, hier so, breche ich mir auch was. Also weiß ich nicht, ob das Argumentation nur dahergeholt ist. Was ist eure Meinung? Ist das auch ein Grund oder ist nur der Blinker der Grund? Natürlich gibt es auch Lenkräder, die nicht so gekrümmt sind, sondern ganz normal. Da ist dann wichtig, dass Lenkrad Teilegutachten hat und sogar die Narbe, wenn die so länglich ist, mit so Verbiegung. Weil es muss gewährleistet sein, dass bei einem Unfall sich das Ganze verbiegt und dir nicht Kurva die Hand bricht. Deswegen muss die Narbe biegbar sein und nicht aus 10 mm Kropfstahl. Aber selbst wenn du ein Lenkrad-Narbe mit Teilegutachten hast, für dein Automobil gilt das nur mit Serienbereifung. Also Felgen, Reifen, die ab Serie drauf sind. Und warum? Es gibt Sportlenkräder, die sind Kurva so klein wie Kurva kleinste Pizza, die du bestellen kannst. Und wenn du dann Tuningfelgen hast mit Reifen 335, kann zum Beispiel deine Oma, Opa das Automobil nicht mehr sicher bewegen. Das heißt, Lenkwiderstand, Kurva ist viel zu groß, weil desto kleiner Lenkrad, desto schwieriger zu lenken. Die Kameraden ohne Servolenkung wissen, wovon Palak redet. Deswegen Eintragung, meistens trotz Teilegutachten musst du Einzelabnahme machen, weil Felgen-Reifen-Kombination zu Lenkrad muss eingetragen werden. Das heißt, wenn du wieder Felgen wechselst, musst du Lenkrad wieder in Verbindung mit diesen Felgen wechseln. Das ist der Grund, warum der TÜV immer sagt, in Verbindung mit. Und das letzte Thema ist die Hupe. Das war normalerweise die Hupe, die ja hier reinkommt. Aber damit diese funktioniert, brauchen wir hier Verkabelung dadurch und dann gibt es hier sogar, wenn ihr guckt, da oben ein Loch, um Kabel durchzuführen, wird auch Kurva mitgeliefert. Aber damit das überhaupt funktioniert, musst du dir selber hier so einen Schleifkontakt bauen. Da gibt es so Kupferschleifteile, Ringe und sonst irgendwas, damit du das bauen kannst. Aber das ist Palak viel zu aufwendig, weil ihr wisst, das ist Drifter und Drifter braucht keine Straßenzulassung. Deswegen geht auch ohne Hupe. Aber selbst wenn ihr Straßenzulassung wollt und keinen Bock auf diese komplizierte Selbstkonstruktion hier habt, könnt ihr in eurem Automobil die Hupe egal wo verbauen. Zum Beispiel auf diesem Knopf, auf diesem Knopf, auf diesem Knopf nicht, weil da passiert Folgendes. Hauptsache ist, ihr kommt als Fahrer, natürlich angeschnallt, ohne Probleme an die Hupe. Das heißt, die muss nicht unbedingt hier sein. Serienmäßig geht die Hupe nämlich über so einen Schleifring, der sich mitdrehen kann. Aber da es da drin sowas nicht mehr gibt, könnt ihr wie gesagt eigene Konstruktion machen oder Trumpka, egal wo verlegt. In diesem Sinne, na zdrowie.